Um den Spielspaß auf der Modellbaustelle nicht allzu rasch wieder zu verlieren, brauchen wir vor allem eines: Grip und Traktion. Durchdrehende Räder sorgen schnell für viel Frust. Man hört dann immer von den Kollegen Differentialsperre, Achsensperren, Diffsperren, aber was hat es genau damit auf sich? Genau das wollen wir uns in diesem Video etwas näher ansehen. Hallo, ich bin der Andi, bin selbst Modellbauer und heute widmen wir uns dem großen Thema Achsensperre bzw. Differentialsperre, um mehr Grip auf der Modellbaustelle zu erhalten. Ich habe das Video wieder in 3 Kapiteln unterteilt. Im ersten Kapitel zeige ich euch, was macht ein Differential überhaupt und welche Möglichkeiten haben wir, es zu sperren. Im zweiten Teil möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einem ganz einfachen Trick eine Tamiya-Bausatzachse zu 100% sperren könnt, und im dritten und letzten Teil zeige ich euch, wie ihr sie teilsperren könnt. Viel Spaß dabei! Was macht das Differential jetzt? Das Differential, welches hier mittig im Achskörper steckt, ist ein Ausgleichsgetriebe. Es sorgt dafür, dass zum Beispiel bei Kurvenfahrten, wo das kurveninnere Rad einen deutlich kürzeren Weg zurücklegt als das kurvenäußere, sich langsamer dreht als das äußere, für diesen Ausgleich sorgt das Differential. Es ist aber auch so, wenn hier unser Rad steckt oder blockiert, hört sich dieses Rad auf zu drehen und das andere wird voraussichtlich nur durchdrehen. Was passiert, wenn wir jetzt das Differential sperren? Auf beide Rädern ist dieselbe Kraftübertragung. Das eine Rad wird immer versuchen, sich auch weiter zu drehen. Dadurch bekommen wir mehr Grip auf die Strecke. Was aber auch passiert ist, beide Räder drehen sich gleich schnell. Das bedeutet, unser Wendekreis wird deutlich erweitert und wird deutlich größer. Das hat auf engen Parcours auch den ein oder anderen Nachteil. Prinzipiell kann man, wenn man die Achse so wählt, dass man sie per Fernsteuerung sperren kann, kann man ja die Sperre zu- und wegschalten. Somit haben wir bei Kurvenfahrten wieder ein ganz normal funktionierendes Differentialgetriebe. Aber welche Möglichkeiten wir da jetzt haben, das schauen wir uns noch im Detail an. Ich habe mir jetzt schnell meinen Volvo 3-Seitenkipper FH16 geholt. Der befindet sich noch in Bau, ist aber technisch soweit fertig, und damit kommen wir eigentlich auch gleich zur Luxusvariante der sperrbaren Achse, nämlich die ich von der Fernsteuerung aus sperren und auch wieder entsperren kann. Das bedeutet, ich bleibe wo stecken, kann die Sperre über die Fernsteuerung setzen, komme raus aus meiner misslichen Lage und nehme die Sperre wieder raus. Das bedeutet, wenn die Sperre wieder draußen ist, habe ich wieder ein voll funktionsfähiges Differential und somit auch meinen normalen Wendekreis. Ich werde jetzt kurzerhand den Volvo für euch auf die Seite legen. Mache ich normalerweise nicht so gerne, aber für euch mache ich das. Hier sind Lesu-Achsen verbaut, die ich eben über einen Servo sperren und wieder entsperren kann. Wenn ihr einen 3- oder 4-Achser mit den Tamiya Standardachsen baut und diese zu 100% sperren möchtet, wie das funktioniert, zeige ich im zweiten Kapitel. Dann würde ich euch empfehlen, nicht die letzte Achse zu sperren, sondern immer die vorletzte. Grip habt ihr dennoch genauso viel, aber der Wendekreis wird nicht ganz so weit, als wie wenn man die letzte Achse sperrt. Weiter geht's mit meinem Oldtimer und damit mit einer weiteren Achsvariante, und zwar die der manuellen Sperre. Möchte ich euch auch kurz zeigen. Fast eine originale Tamiya-Achse, die ein bisschen modifiziert ist. Wir haben hier einen kleinen Gummistoppel, den man entfernen kann und dann über das frei gewordene Loch eine Schraube in das Differential hineindreht und damit
das Differential temporär bzw. auch zu 100% dann sperrt. Hier kann man sich dann halt je nach Veranstaltung dafür entscheiden, brauche ich die Sperre oder brauche ich sie nicht, setze ich sie oder setze ich sie nicht. Geht halt nicht von der Fernsteuerung aus, man muss sich vorher entscheiden, ob man die Sperre setzt oder nicht. Ja, und damit kommen wir eigentlich schon zum zweiten Kapitel, und zwar, wie wir unsere Tamiya-Bausatzachse zu 100% sperren können und so am kostengünstigsten Grip auf die Strecke zu bekommen. Ich habe jetzt hier schon alle Teile vorbereitet, die ihr auch eurem Tamiya-Bausatz entnehmt, um die Achse zusammenzubauen. Wir bauen hier die letzte hintere Achse ohne Durchtrieb zusammen, und als ersten Tipp möchte ich euch mitgeben, dass ihr diese Kupferlager, die dem Bausatz beiliegen, durch hochwertige Kugellager ersetzt. Ich habe das hier schon vorbereitet und würde sagen, wir bauen jetzt mal unser Differentialgetriebe zusammen, so wie das auch im Bausatz vorgesehen ist. Wir nehmen hier jetzt unsere Sternenachse und kommen die Kegelräder drauf, die kleinen. Dann wird das hier eingesetzt, dann kommt das große Kegelrad drauf, dann noch die Scheibe und der Gehäusedeckel. Baue ich jetzt nicht fertig. So funktioniert das dann. Ich fette jetzt natürlich nicht, damit ihr seht, wie sich das dreht. Und wie ihr jetzt eure Achse zu 100% sperren könnt, ist einem ganz einfachen Trick, mit einem ganz einfachen Trick verbunden. Ihr nehmt ein halbes Kegelrad aus dem Differential heraus und setzt es zwischen die anderen beiden hinein. Es muss dann schön drinnen liegen. Wenn es ganz exakt drinnen liegt, dann passt auch der Gehäusedeckel ganz exakt drauf. Wenn der Gehäusedeckel nicht ganz herauf geht, dann müsst ihr das wirklich schön schauen, dass die Zahnräder ineinander liegen und das dritte Kegelrad ganz schön, bisschen klopfen vielleicht, ganz schön drinnen liegt. Dann passt der Gehäusedeckel exakt drauf. Genau, dann lässt er sich auch wieder schön verschließen und damit lässt sich natürlich das Differential nicht mehr drehen, und so ist es dann zu 100% gesperrt. Ja, und wie könnt ihr jetzt die Tamiya-Achse bzw. das Tamiya-Differential nur zum Teil sperren? Ich mache das mit herkömmlicher Kinderknete. Gibt ja auch die Methode mit Papierkügelchen und so weiter. Ich mache das lieber mit Kinderknete, die bleibt elastisch, geht immer mit, und die quetscht ihr einfach zwischen die Kegelräder hinein. Und je mehr oder je größer diese Kugeln sind, die ihr da hinein quetscht, desto strenger wird natürlich auch die Achse gesperrt. Prozentuell kann ich das jetzt leider so nicht angeben, aber natürlich je größer die Kugeln sind, je mehr Knetmaterial im Differential drinnen ist, desto schwerer lässt sich dann auch das Differential drehen. Ja, und so könnt ihr eine herkömmliche Tamiya-Achse teilsperren. Das heißt, das Differential dreht sich wohl noch, aber natürlich sehr, sehr streng, und somit bekommt ihr auch mehr Grip auf die Straße. Ja, das war mein Video zum Thema Differentialsperre. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch etwas gefehlt hat oder
ihr vielleicht sogar Lob loswerden wollt, dann freue ich mich natürlich über ein Gefällt mir oder ein Kommentar. Lasst vielleicht sogar ein Abo hier. In Zukunft wird es mehrere Videos von mir geben zum Thema Funktionsmodellbau und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß mit euren Modellen. Ciao!